Hi ihr Lieben und willkommen zurück bei einem neuen Video von mir. Ich bin Vanessa und ich möchte euch heute mal zeigen, welche zwei Übungen mir im Studium wahnsinnig viel für so Rhythmusgefühl und Tightness gebracht haben. Das ist ja immer wieder so eine Frage, die auch immer wieder kommt, wieso bin ich da irgendwie noch nicht so fit im Mikrotiming und so und es fühlt sich noch nicht so ganz super tight an. Das sind jetzt zwei Übungen, die haben mich das gesamte erste Jahr eigentlich an der Popakademie begleitet. Und ja, ich würde sagen, also ich werde jetzt im Verlauf des Videos feststellen, dass ich die immer wieder hätte machen sollen und mal wieder öfter machen müsste, um da noch wieder ein bisschen tighter ranzukommen. Aber am Ende dieses einen Jahres gab immer so 2 Zwischenprüfungen, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr. Und die ersten 2 Semester, da ging es schon sehr um rhythmische Tightness und so weiter. Und ja, das sind so 2 Metronom-Kunststückchen. Wenn ihr die richtig gewissenhaft macht, und wir wurden da echt ziemlich geknechtet mit diesen Übungen, aber es war auch gut so, dann werdet ihr schon merken, dass ihr ein ganzes Stück tighter werdet einfach. Ich zeige euch mal die erste Übung. Das ist der sogenannte, also der Peter Wölpel an der Popakademie, mein Dozent damals, hat das immer den Butzer-Klick genannt. Das war irgendwie auch ein Studierender, der so immer geübt hat. Und es ist eigentlich so eine Drummer-Übung. Also ich kenne die sonst von Drummern, dass die machen. Und zwar die Verschiebung des Klicks. Also wir verschieben den Klick so, ich mache euch das mal vor. Also es ist ein ganz, ganz langsamer Klick, das ist sehr wichtig. Wir haben das, glaube ich, mit 30 gemacht. Und das geht hier bei meinem Metronom gar nicht. Mein Metronom will unbedingt 40 haben. So langsam kann mein Metronom nicht, okay. So, und wir stellen uns jetzt vor, dieser Klick, der kommt nicht auf die 1, 2, 3, 4, wie normalerweise, sondern der kommt jetzt auf die und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ich mache jetzt mal gerade das mit den Fingern hier, mit den Händen, was die Füße machen würden. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und. Also es kommt immer auf die und, also auf die 4 und die 2 und. Kommt dann immer dieser Klick. Das heißt, er ist ein bisschen verschoben und es hilft uns dabei, dass wir so ein bisschen selber das Tempo halten müssen. Wenn wir nicht immer auf die 4 und die 2 und tight auf dem Takt sind, dann wissen wir, wir müssen noch ein bisschen an unserer Tightness arbeiten. Ich mache euch jetzt gerade mal vor, wie wir das damals gemacht haben. Ich habe jetzt einfach mal neutral eine Strat genommen, weil ich damals auch die Übung mit der Strat immer gemacht habe. Falls ihr euch wundert, warum ich auf diesem komischen Stuhl hier heute sitze, auf diesem Holzstuhl statt auf meinem normalen. Es liegt einfach daran, dass ich für die Übung gut an den Boden kommen muss, weil ich den Takt immer mit beiden Füßen am besten mitklopfen muss. Und es geht auf dem anderen Stuhl einfach nicht, der ist zu hoch. Zum Sound, der Sound ist hier eigentlich völlig unerheblich, aber es sollte ein relativ trockener sein, weil wenn ihr irgendwie Delay oder Reverbs oder sowas drin habt, das für so Übungen macht das gar keinen Sinn. Weil das natürlich dann, habt ihr dann Nachhall und so und es soll möglichst trocken sein. Also, bei mir ist es Strat-Sound. Wir haben einen AC30. Ganz einfach, weil das waren damals auch die Amps, auf denen wir die Prüfungen gemacht haben und so. Und das ist irgendwie für mich ein Sound, der dafür ganz gut funktioniert. Sonst gar nichts drauf. Und wie gesagt, es kommt gar nicht auf den Sound an. Das ist völlig wurscht. Also, wir sollten dann diesen A-Moll 7 hier greifen. Kann auch noch die E-Seite oben mitnehmen. Ich zeige euch hier mal kurz, wie das zum Beispiel aussehen kann, dieses Pattern, das man dann macht. Wir haben den Fünfer genannt, weil, ihr seht ja hier, es kommen immer 5 Anschläge, die in einen Takt passen. Und dann wiederholt sich das ganze Ding wieder. Es gab dann auch noch den 7er, den haben wir auch noch gemacht. Das tut jetzt aber nichts zur Sache. Da erstreckt sich das dann noch in den zweiten Takt, weil wir dann eben 7 Anschläge haben. Und das lassen wir jetzt mal. Es geht um die Grundübung eigentlich. Das Metronom an, wie gesagt, auf 40. Und 2 und 3 und 4 und 1 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und
dem Fall kann man es erstmal so langsam wie möglich machen und es ist wirklich auch schwieriger fast, wenn man es ganz langsam macht, weil man dann auf viel mehr Sachen achten kann. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich damals so alles falsch gemacht habe oder wo ich immer wieder ermahnt wurde, was ich irgendwie noch optimieren kann. Das war zum einen zum Beispiel, wenn man das dann alles mal so im Rhythmus hat, ne? Zum einen, dass ich alle gewünschten Saiten treffen soll, also auch vor allem die tiefe E-Saite. Und dann gab es noch den Wechsel, man soll dann nämlich auch zu einem D9 wechseln. Das heißt, wir haben zweimal, also 2 Takte, glaube ich, A-Moll 7 gemacht und dann jeweils 2 Takte D9. Also es klang dann so, Moment, mit Metronom natürlich, wir wollen es uns ja auch richtig geben. Immer so weiter. Ihr merkt, ich komme da auch erst so langsam rein. Wie gesagt, ich habe die Übung jetzt auch leider echt lang nicht mehr gemacht. Ich habe dann mit dem Mittelfinger auch noch die A-Seite ein bisschen gedämpft und unten muss der Ringfinger als Barré liegen. Man könnte es jetzt natürlich auch so machen, ne, aber dann hätte man, das mache ich irgendwie nicht so gerne, weil dann habe ich ja alle Finger schon verbraucht und wer weiß, wo man die sonst noch mal braucht. Also so. Und dann greife ich um. Der Ringfinger bleibt ein Barré, der liegt jetzt nur auf den höchsten 3 Saiten. Wieder den Basston, in dem Fall das D, macht wieder der Mittelfinger. Jetzt müsst ihr aber schauen, dass der Mittelfinger eben nicht mehr die D-Seite verdeckt, die Seite darüber. Weil ihr wollt nämlich das Fis als Terz mitnehmen. Jetzt kann man natürlich schauen, wie lang man das noch anschlägt. Also man kann entweder oder man kann und wir sollten das so kurz wie möglich machen. Also fast so ein bisschen so James Brown-mäßig, Funk. Ganz kurz, also dass wirklich nur ganz kurz die Töne klingen, dass es fast ein bisschen perkussiver klingt. Ich glaube, ich habe das jetzt soweit abgedeckt, wie wir es damals gemacht haben. Also wie gesagt, ihr stellt euch euer Metronom auf 30 BPM, 40 BPM, was auch immer. Kurze Anleitung nochmal. Dann sucht ihr euch, sagt ihr euch, das ist der und, also und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und dann fangt ihr eben das an. Das ist auch schon eine riesen Koordinationsaufgabe. Also es ist schon ein bisschen natürlich was Fortgeschrittenes. Ihr könnt theoretisch jedes Riff so üben. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Wenn man echt schon gut spielt und so und wenn man dann noch ein bisschen wissen will, wie werde ich jetzt noch tighter, dann ist das eure Antwort oder eine der Antworten, die es gibt. Eine zweite Sache, auch super wichtig und war auch Thema in der gleichen Prüfung, Drum-Notation lesen. Also wir hatten so eine Snare-Etüde irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Drummer oder aus welchem Buch das war. Ich finde es vielleicht raus, dann schreibe ich es nochmal in die Description. Ihr könnt euch das aber auch selber basteln. Also es ging auf jeden Fall drum, das waren so Snare-Etüden, ne, wie Drummer das machen, so duck, 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 duck. Schmarrn, aber ihr könnt das als Gitarristen ja auch lesen. Und wir haben das wieder gemacht. Wir hatten wieder vor allem diesen einen Akkord hier, also das A-Moll 7. Haben wir auch abwechselnd gemacht. Ich glaube, wir haben das sogar mit Butzer gemacht. Also wir haben es wirklich voll abgekriegt in diesen Prüfungen. Ich blende euch das jetzt hier mal ein. Ich mache jetzt mal hier nur 4 Takte. Wir hatten meistens eine komplette Seite, die wir lesen mussten. Ne, das hatten wir auf 60.
Wie gesagt, wir sollten dann die teilweise noch dann im zweiten Takt das nochmal zum D9 machen. Also es wäre dann und immer so weiter. Und es gab noch eine Variation, und zwar sollten wir jetzt auch wieder darauf achten, wie lang wir das machen. Beziehungsweise ob wir es mit Dead Notes oder ohne Dead Notes dazwischen machen. Ich habe es jetzt eben mit Dead Notes gemacht, also mit dem und so. Und wir sollten es dann aber auch so machen. Ich mache es euch mal ohne Dead Notes vor. Ja, ich hätte die Prüfung jetzt nicht mehr bestanden, weil ich glaube, die Regel war irgendwie, ich habe jetzt natürlich auch nicht großartig geübt, aber ich glaube, die Regelung war irgendwie, ich glaube, man hatte einen gut, und wenn man sich, also beim zweiten Mal verlesen, gab es den ersten, also hatte man dann keine 1,0 mehr, sondern halt nur noch eine 1,3 und dann immer so weiter. Also man sollte nicht so viele Fehler machen, sonst hatte man keine so gute Note mehr. Ihr könnt es einfach mal für euch üben. Entweder fragt ihr mal einen Drummer, ob der nicht irgendwie so Snare-Etüden hat. Haben die bestimmt. Oder ihr gebt einfach mal, ja, ihr geht mal in ein Notengeschäft und schaut, ob ihr da irgendwelche Snare-Etüden kriegt. Oder, ja, ihr findet bestimmt auch was im Internet. Also Snare-Etüden, Rhythm, was auch immer. Und ansonsten könnt ihr euch eure eigenen schreiben. Also ihr schreibt einfach wild irgendwelche 16er-Kombinationen mit Pausen auf. Und dann, ja, habt ihr Top-Übungen. Dieses Lesen, das hat mich ultra weitergebracht, weil seitdem, also vorher dachte ich immer so, oh, das sieht ja total komisch aus und so, aber mittlerweile habe ich, wenn ich auf ein Blatt schaue, zumindest beim Rhythmus überhaupt gar kein Problem mehr, den zu lesen, weil das habe ich einfach so drin durch diese Übung. Und das ist ja eigentlich auch das Einzige, was für uns Gitarristen beim Lesen, würde ich sagen, von Noten so richtig relevant ist. Also wir haben ja oft unsere Tabs, aber auch die Tabs sind ja im Idealfall rhythmisiert und rhythmisch aufgeschrieben. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben relativ spontan rauskriegt, okay, wie spiele ich diese Sechzehntel und das sind Achtel und so weiter. Da ist die Übung absolut unschlagbar, würde ich sagen. So, das waren mal so die 2 Übungen, die mich wirklich am meisten in meiner Studienkarriere beschäftigt haben, aber auch am meisten vorangebracht haben. Also das ist wirklich eine ziemliche Knochenarbeit, das wirklich komplett tight hinzukriegen. Aber wie gesagt, das lohnt sich. Also ich habe, glaube ich, selten eine Übung gemacht, die sich so sehr gelohnt hat, wo ich so sehr mit mehr Gefühl für Timing und eben auch dem Notenlesen dann am Ende oder rhythmischen Notenlesen belohnt wurde. Deswegen möchte ich euch das mal ans Herz legen. Probiert es mal aus. Wie gesagt, ich arbeite auch nicht immer, also eigentlich nie mit dem Butzer. Hoffentlich hört der Peter jetzt nicht zu. Aber sollte ich mal, auf jeden Fall, merke ich immer wieder. Und ja, wie gesagt, macht's besser. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like und abonniert auch den Kanal und drückt auch diese kleine Glocke gerne. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!